Hi Leute, willkommen bei Dragomir baut. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal dreht sich alles rund um den Labwaffenbau. Ich habe jetzt von einem alten Freund von mir, dem Alan Taladas von den Wanderfalken, eine Frage gekriegt, ob ich nicht mal ein Video machen kann für einen Luzerner Hammer, Kriegshammer und so was auf jeden Fall in der Art. Relativ simpel, damit sie das auch nachbauen können für ihren Orga-Fundus, weil die an NSCs oder was auch immer geben wollen. Ja, da habe ich mir gedacht, da machen wir doch direkt auch nochmal ein Video dazu. Ne? Da habe ich jetzt erstmal ein paar Entwürfe gemacht. Genau genommen erstmal 2. Der Stiel, das soll dasselbe werden bei beidem, nur halt oben wird es anders. Einmal mit dem Achsblatt, einmal mit dem Rabenschnabel. Ne? Beide kriegen Hammer. Eine muss ich mal gucken. Also der eine kriegt einen flachen Kopf, mehr oder weniger, und der andere so ein paar Dornen, weil ich da noch so ein paar Sachen habe aus sehr weichem Schaumstoff. Ne? Da bin ich am Überlegen. Ne? Also, jetzt die Frage an euch. Was findet ihr denn besser? Version Nummer 1 oder Version Nummer 2? Also ich habe da auch schon mal Schablonen von gemacht, ja, damit ihr schon mal ein bisschen gucken könnt. So soll das dann ungefähr aussehen. Ja? Ich hoffe, das kann man so gut sehen. Bei den Teilen kommt halt hier noch ein bisschen was dran. Ne? Also die werden noch ein bisschen länger. Also nicht viel, aber ein bisschen. Und dann soll das Ganze auch noch stichfähig werden. Also im Endeffekt kommt dann in das obere Teil hier Kabelbinder mit rein. Und noch ein bisschen Leder oder Fliegen gibt da. Mal gucken, weiß ich noch nicht. Muss ich mal schauen, wie es dann aussieht. So, dann die Frage, wie gesagt, an euch. Welche Version soll man machen? 1 oder 2? Ich versuche das Ganze auch möglichst simpel aufzubauen, indem ich halt nur 10er Matte für den Bau benutze. Damit man halt nicht so viel rumkleben muss. Naja, kleben muss man sowieso, aber halt nicht so viel verschiedene Mattendicken da verbaut. Und das Ganze auch für einen NSC, der ungeübt ist, safe genug ist. Ne? Da er auch schon mal kräftiger zuschlagen kann, ohne dass was kaputt geht. Na gut, die Leute sollen natürlich auch nicht kaputt gehen. So, das wäre jetzt für den ersten Teil. Dann hoffe ich, dass ein paar Leute sich in den Kommentaren drunter melden, was sie denn gerne lieber hätten, 1 oder 2 von den Versionen. Und je nachdem, wie viele Leute sich für die erste oder zweite Version melden, werde ich die dann bauen. Ich hoffe, das ganze Projekt gefällt euch. Dann sehen wir uns im nächsten Video, wenn ich anfange, den Rohling zu bauen. Wir sehen uns.